That was one of the things. Thank you, Bessie. Just frustrated. Just comes next slide. No problem. Ja, das waren die Auswirkungen. The chief Babylonian god was Marduk. Der König der babylonischen Götter war Marduk. Have you heard of him? Habt ihr den schon gehört? Okay. And Bel, he also known as Bel or Lord. Und Baal war ein anderer Götze. And he was worshipped by the Assyrians, but also by the Babylonians. Er wurde von den Assyrern und Babyloniern angebetet. And horses, dogs, dragons with forked tongues were Marduk's sacred animals. Pferde, Hunde und Drachen waren die heiligen Tiere von Marduk. And the Babylonian claim was that their god Marduk was more powerful than Yahweh. Was die Babylonier gesagt haben, ist, dass ihr Gott stärker ist als Yahweh. Also Marduk ist stärker als Yahweh. So as long as there was hope that the first deportation was just temporary, Also solange es da Hoffnung gab, dass die erste Wegführung nur eine zeitliche war, there could be this confidence that Marduk had not defeated Yahweh. da war immer noch dieses Vertrauen, dass Marduk Yahweh nicht besiegt hat. But what if the first deportation was not temporary? Aber was wäre, wenn die erste Wegführung nicht nur zeitlich begrenzt gewesen wäre? So that was the task of Jeremiah and Ezekiel, Das war die Aufgabe von Jeremia und Ezekiel, das zu erklären, to explain why Yahweh had allowed pagans to desecrate the temple. Also sie haben erklärt, warum Yahweh es erlaubt hat, dass Ungläubige den Tempel verunreinigen. And to deport his people from a land that was meant to be theirs. Und dass sie die Menschen aus ihrem Land weggeführt haben, was eigentlich ihres war. So that was what they were doing while the Judeans were in exile. Und das war, was sie getan haben, als die Juden im Exil waren. And it was a great challenge for them. Und es war eine große Herausforderung für sie. I think you may have seen some of this because you've been to Berlin. Ihr habt vielleicht schon Teile davon gesehen, wenn ihr wart in Berlin. So this is a reconstruction of the Ishtar Gate. Das ist eine Nachbildung von dem Ishtar-Tor. And were you told all about it when you went to the museum? Habt ihr darüber mehr erfahren, als ihr im Museum wart? It was constructed by Nebuchadnezzar. Es wurde von Nebukadnezar aufgebaut. The lion, Der Löwe. and the bulls, Und die Bullen. and they represent the gods. Und all die spiegeln Gott wider. So Ishtar was a goddess of fertility, love, war and sex. Ishtar war ein Gott der Fruchtbarkeit, Liebe, Krieg und Sex. And Adad was a weather god. Adad war ein Wettergott. And Marduk was the chief national god of Babylon. Und Marduk war der Chef oder der nationale Götze in Babylon. And he was also the protector of the city. Und der Beschützer der Stadt. So that's why you have these animals. Deshalb habt ihr diese Tiere hier. I'll just pass this because you know it all. So you've got these dates here. Ihr habt hier einige Daten. And there was a coup d'etat in 556 BC. Nabonidus was on the throne. Und da gab es einen Nabonid, der 556 auf den Thron kam. And in 553 BC, Und in 553 vor Christus he led the army to Palestine and North Arabia. hat er die Armee nach Palästina und
Nordarabien geleitet. And he left his son Belshazzar on the throne. Dort hat er seinen Sohn Belshazzar auf dem Thron gelassen. Did you go through this in Daniel? Habt ihr das schon besprochen, als ihr durch Daniel gelesen habt? Not with much depth. Okay, not with the history. Okay. So some say that he left for health reasons, others say that he was fighting, Manche sagen, dass er krank war, andere sagen, dass er gekämpft hat. and others say that he was unpopular, that was why he left. Andere sagen, dass er nicht so berühmt war, deshalb ist er gegangen. But Belshazzar was second in command, as mentioned in Daniel. Aber Belshazzar war der zweitwichtigste. And so that's why he could give Daniel third rank in the kingdom, because he was second rank. Deshalb konnte er dem Daniel den dritten Rang im Königreich geben, weil er hatte den zweiten. So this is Nabonidus. Das ist Nabonid. He holds a staff topped with a divine emblem in his left hand, while he raises his right hand towards the symbol of the gods. Er hält einen Stab mit göttlichem Emblem in seiner linken Hand, während er die rechte Hand zu Symbolen der Götter ausstreckt. And so while Nabonidus was possibly conducting these campaigns in Arabia, Während Nabonid Feldzüge nach Arabien durchführte and his son Belshazzar was overseeing the capital, und während sein Sohn in der Hauptstadt war, the Persian army under Cyrus da hat die persische Armee mit König Kyros was attacking the Babylonian cities. babylonische Städte angegriffen. And so happens the Persian conquest of Babylon. Und so ist die Eroberung durch die Perser geschehen. And Babylon was seized on October the 12th, 539 BC. Babylon wurde am 12. Oktober 539 erobert. And Cyrus was welcomed as a liberator. Und Kyros wurde als Befreier in der Stadt willkommen geheißen. And Cyrus realized that besieging the city, it was impossible to scale the big walls. Und Kyros hat verstanden, dass es unmöglich war, diese hohen Mauern der Stadt einzunehmen. But he knew that there was the Euphrates River Aber er wusste, dass es den Euphrates gibt, running underneath. der da geflossen ist. I'll go back. What was the name of the guy that conquered Babylon? Cyrus. Cyrus. So there's a river running underneath the city. Da gibt es also einen Fluss unter der Stadt And the heavy gates were implanted in the riverbed. und die schweren Tore, die waren ins Flussbett eingebaut. So two deserters came out of the city Und zwei Verlassene sind aus der Stadt rausgekommen. and Cyrus sent them back in to see how the city could be captured. Und Kyros hat sie zurück in die Stadt geschickt, damit sie schauen, was da los ist. And it was while Belshazzar was feasting, as you read in Daniel. Und es war die Zeit, wo das Fest war, was Belshazzar abgehalten hat. And they were drinking vessels taken from the Lord, from the temple. Sie haben Vasallen getrunken, mit den Vasallen getrunken. Kirche. And Cyrus managed to divert the river Euphrates. Und Kyros hat es geschafft, den Euphrates zu verlagern. So it went away from Babylon and the armies could enter the city under the wall. Also es ist weggeflossen von Oh, yes. So what was the use of having the two deserter spies go back into the city? So they could check out what the best way to attack was. And Yeah, they were the and ones what- that found the whole. And what was happening. And they would have known that Belshazzar was eating and drinking. This is what historians say. Okay. And the spies were the ones that figured out that if you redirected the river, then they could go under. I think
There must have been plans, to check out what was happening, so that they would know that. So then Cyrus then would have implicated kind of, this is the way that we can go. We can't go over, can we go under? So they had some kind of plan. And then because Belshazzar was feasting, everyone was drunk. It was a great time, opportunity to go in. So Belshazzar was killed, Belshazzar wurde getötet and the city was taken without a fight. und die Stadt wurde eingenommen ohne irgendeinen Kampf. So probably because everyone was mostly drunk. Wahrscheinlich, weil die meisten betrunken waren. Which city is it? Are you talking Nineveh or which city are you referring to? I'm talking about Babylon. Ich spreche The über city of Babylon. Babylon. Not the Die Stadt Babylon. not the nation. Yeah. And the Persians were looked on as saviors. Und die Perser, die waren wie Retter. They were looked on by heroes, by people who weren't enjoying the rule that they were under. Sie wurden wie Helden angesehen von anderen, die die Herrschaft der Babylonier nicht mochten. Yeah, there was widespread famine in the area under the rule that they were under. Da war eine große Hungersnot, die in dem Land war. So apparently when Cyrus took the city, there was much rejoicing. Und als Kyros die Stadt eingenommen hat, da gab es große Freude. So when he'd taken the city and the king, he'd conquered. Und als er die Stadt eingenommen hat, konnte die erobern. So this is a map of some of Cyrus's conquests. Das ist die Karte von einigen der Eroberungszüge von Kyros. And you're going to get all these PowerPoints, Und ihr werdet all diese PowerPoint bekommen. so you can look more in detail. Dann könnt ihr nochmal genauer reinschauen. And then you read in the first year, Und dann habt ihr gelesen, im ersten Jahr, after the Persian conquest, King Cyrus decreed that all Jews who wished could return to Jerusalem. also im ersten Jahr nach Babylons Eroberung, erließ Kyros eine Wegrückführung. And you read that in Ezra. Also wo alle Völker zurückkommen durften. Und das habt ihr in Esther gelesen. And he gave them money to rebuild the temple Er gab Geld, damit sie den Tempel wieder aufbauen konnten. and the city walls. Und auch die Stadtmauern. And he returned the temple treasures. Er hat die Tempelschätze zurückgebracht. And so they returned with silver and gold and all the treasures for the temple Also sind sie mit Silber und Gold und all den Schätzen aus dem Tempel zurückgekommen, that Nebuchadnezzar had taken away. die Nebukadnezar weggenommen hatte. And their neighbours also assisted them with goods and livestock, the neighbours in Babylon. Und die Nachbarn von Babylon haben auch geholfen mit Vieh und Nahrung. So they returned with gifts of silver and gold. Also konnten sie mit Geschenken zurückkommen, Silber und Gold. And so Cyrus was seen as a man of great generosity. Also kann man sehen, dass Kyros ein Mann voller Großzügigkeit war. And he ruled his empire by allowing each province a remarkable decree. I'm going to change this. Also wie er regiert hat, He gave people freedom of religion er hat den Leuten die Religionsfreiheit gegeben. and freedom of their customs, Und of their culture. sie konnten auch in der Kultur Freiheit haben. And so he built roads and cities, Also hat er Straßen und Städte gebaut. and there was a postal system, Da gab es ein and he created parks. Und er hat Parks angelegt. And Cyrus didn't just send the Jews back, but he sent everyone back who wanted to go back to their own countries. Also Kyros hat nicht nur die Juden zurückgeschickt, sondern alle, die zurückkommen wollten in ihr eigenes Land. And they could go back and worship their own gods. Und die konnten dort ihre eigenen Götzen anbeten. So, according to historians
an estimated 2 to 3 million Jews were in Babylon at the time of Cyrus's decree. Also nach Wissenschaftlern vermutet man, dass 2 bis 3 Millionen Juden zurückgekommen sind, die in Babylonien gelebt haben zur Zeit von Kyros. But so if you think back to what Jeremiah said of 4,500 going off into exile, it seems quite a lot. Wenn du aber darüber nachdenkst, dass Jeremia gesagt hat, 4.500 sind ins Exil gekommen, dann hört sich das viel an. So it might be that Jeremiah was just saying men, Es könnte auch sein, dass Jeremia nur die Männer gemeint hat, but we don't know. aber wir wissen es nicht. But there was obviously a lot of people, a lot of Jewish people in Babylon. Aber da gab es viele jüdische Leute in Babylon. And only about 42 to 50,000 returned. Und nur 42.000 bis 50.000 sind zurückgekommen. So many didn't want to return to Jerusalem. Viele wollten nicht zurückkommen nach Jerusalem. 70 years had passed and Jerusalem was just a load of rubble. Also es waren 70 Jahre vergangen und Jerusalem war nur noch ein großer Berg von Ruinen. And only the very oldest people would have remembered it. Und nur die ältesten Leute hätten sich noch daran erinnern können. So you see two sides. You see one side of the sadness of the people, which is expressed in Psalm 137. Also ihr seht zum einen die Traurigkeit der Leute, was man auch in Psalm 137 nachlesen kann. As they sat by Babylon and longed to go back and worship their God. Als sie in Babylon waren und zurückkommen wollten, um dort ihren Gott anzubeten. How many did return to Jerusalem? It's thought about 42 to 50,000. Also was man vermutet ist 42.000 bis 50.000. But to the majority of the Jews, they had a good life. Aber die Mehrheit der Juden hatten ein gutes Leben. And Jerusalem was a place of the past. Und Jerusalem war ein Ort der Vergangenheit. And the rich were treated as rich, Die Reichen wurden als reich behandelt, and the poor were treated as poor where they lived. die Armen wurden als Arme behandelt, wo sie gelebt haben. And the higher class people chose to remain there. Und die Oberschicht, die wollte dort bleiben. They had political influence. There were people like Nehemiah, who was cupbearer to the king. Also die Leute hatten politischen Einfluss. Da waren Leute wie der Mundschenk Nehemia. They had opportunities to prosper in business. Sie konnten im Geschäft gute Geschäfte machen. And the only thing that was taken away was their worship of Yahweh. Und das Einzige, was weggenommen war, war, dass sie Gott Yahweh anbeten konnten. I thought you said that Cyrus said that they had freedom of religion. Cyrus, they didn't when until Cyrus had conquered them. So when Are we Cyrus talking about conquered, Babylon? yeah, Cyrus came Sorry. and conquered, yeah, Okay. and so then they had freedom to go home. If they were, or if they didn't want to go back, probably they'd lost their identity and they just worshipped the gods of the nation that they were in. Yeah. We read in Ezra that some of the exiles were rich, and although they didn't return, they did give money. Wir lesen, dass manche der Leute im Exil reich waren und viel Geld hatten. And that's in Ezra 1 verse 6. Das ist in Esra 1, Vers 6. And we read that the building fund grew to 61,000 derricks of gold and 5,000 minas of silver. Da können wir lesen von 61.000, ich weiß nicht, was das ist, Darien von Gold, 5.000 Minen Silber. And so that was in Ezra 2:68. Das steht in Esra 2, 68. And so the exiles brought back 7,337 servants from Babylon, as well as many singers and animals, we read. Die Leute im Exil, die haben ungefähr 7.337 Sklaven zurückgebracht aus Babylon, auch viele Sänger und Tiere. So there's the historian Josephus,
Da ist der Historiker Josephus. And he said, "Yet did many of them stay at Babylon as not willing to leave their possessions." Viele von ihnen wollten in Babylon bleiben und waren nicht bereit, ihren Besitz zurückzulassen. So he was a historian, but have you heard of Josephus? Habt ihr von dem Historiker Josephus gehört? We get a lot of historical information from him. Wir bekommen viele geschichtliche Informationen von ihm. And those who returned with Zerubbabel from exile Die mit Zerubbabel vom Exil zurückgekehrt sind, were those who God's Spirit had stirred. das waren die, wo Gottes Geist sie angerührt hat. So we read that in Ezra 1 verse 5. Das lesen wir in Esra 1, Vers 5. Babylon was considered an unclean place. Babylon wurde als unreiner Ort angesehen. So if you think back to the Pentateuch of being clean and unclean, Wenn ihr zurück zu den 5 Büchern Moses denkt, rein und unrein sein, and the only place to worship God was in Zion, und dass der einzige Ort, Gott anzubeten, in Jerusalem war. which meant that they had this desire to worship and the incentive to return. Das hieß, dass sie das Verlangen hatten, Gott anzubeten. And Ezra found some priests Esra hat ein paar Priester gefunden in Kesathir. in Kassifir. We read that in Ezra 8, Das lesen wir in Esra 8, 15 to 20. 15 bis 20. Perhaps the professional religious people had congregated at one site, so that was why they were found there. Möglicherweise wurden die religiösen Menschen auf der einen Seite gefunden und haben sich da versammelt. As it seems, there were no Levitical priests initially among the group of exiles with Ezra. Und es schien, dass es da keine levitischen Priester gab in der Gruppe der Leute, die unter Esra von dem Exil zurückkamen. And we read that in chapter 8, verse 15. Das lesen wir in Esra 8, 15. And we can see similar in a way today with those giving money and those going. Es ist heute ähnlich mit denen, die Geld geben und denen, die gehen. Some people worship God and they give money to those who go and build a people to worship God somewhere else. Manche Leute geben Geld, sodass andere gehen können und Menschen aufbauen können. Not quite the same, but there's a similarity. Nicht unbedingt das Gleiche, aber da ist eine Ähnlichkeit. So the edict that Cyrus made for the return of the Jewish people was a direct fulfillment of Jeremiah's prophetic oracles. Also Der Befehl oder der Edikt. Der Befehl, den Kyros gemacht hat, dass die Juden zurückkehren durften, das war eine direkte Erfüllung von dem, was Jeremia in seinen Prophetien gesagt hat. And you can see here, if you want to look back, the scriptures. Da könnt ihr die Bibelstellen nachlesen. And also Cyrus is directly referenced in the book of Isaiah. Und auch Kyros wurde direkt im Buch Jesaja erwähnt. And Isaiah also predicted that the river would be dried up. Und Jesaja hat auch vorher gesagt, dass die Flüsse austrocknen würden And the gates would be opened. und dass die Tore geöffnet werden. And he even prophesied Cyrus's name, the name, Und er hat auch Kyros Name prophezeit, describing the way that he'd enter the kingdom. also was das Königreich beschrieben hat. So this is the Nabonidus Chronicle, Das sind die Chroniken von Nabonid, which is in the British Museum. kann man im britischen Museum finden. So you have Berlin and we have British Museum with all our artifacts. Ihr könnt nach Berlin gehen und wir nach London. And this explains what happens. Und das erklärt, was passiert ist. And how Cyrus entered and green twigs were spread in front of him, the state of peace. Wie Kyros gekommen ist und grüne Zweige vor ihm ausgebreitet wurden.
What verse was, is, the prophecy that Jeremiah says about, him conquering Babylon and then saying that they could return to Jerusalem? Are those two separate verses? Jeremiah is here. So you'll have this PowerPoint. There's several verses. Jeremiah 25. 25, 29, 32, 42, 32, yeah. Und in dem Bibelstein können wir nachlesen, was Jeremia gesagt hat. Thank you. You're welcome. And then also Cyrus is mentioned in Isaiah in chapter 44 and 45. Kyros wird auch in Jesaja erwähnt, in Jesaja 44 und 45. So the Persian Empire lasted from 550 to 330 BC. Das Persische Reich hat von 550 bis 330 angehalten. And it was the largest empire that the world had ever seen. Und es war das größte Reich, was es jemals in der Welt gab. And, Sorry, what were those dates again? 550 to 330 BC. 550 bis 330 vor Christus. And Jews such as Esther, Nehemiah, and Ezra were given favor under the king. Und Juden wie zum Beispiel Esther, Nehemia und Esra, sie wurden gut behandelt von den persischen Königen. Yeah, the kings rather than one king. Nippur was a major trading place. Nippur war ein Haupthandelszentrum. Ungefähr da. And it was the location of the first known bank. Achso, es war der Ort von der ersten bekannten Bank. And it was started by the Marashu family. Und es wurde von der Murashu-Familie begonnen. And we know this because it's mentioned on clay tablets. Und wir wissen das, weil es auf And the, bestimmten Tafeln aufgeschrieben wurde. and the tablets list 60 Jewish names on there. Und auf diesen Listen kann man 60 jüdische Namen lesen. From the time of Artaxerxes Von der Zeit von Artaxerxes and from the time of Darius II. und auch von Zeiten Darius II. And they were trading partners with the Marushi family. Und die waren Handelspartner mit der Murashu-Familie. So there seems to have been this social interaction between Jews and the nations where they lived. Und da schien eine soziale Interaktion gewesen zu sein zwischen den Juden und And so no commercial barriers, Also da gab es keine Grenzen im Handel. with them all coexisting together. Die konnten einfach alle zusammen leben. This is the Cyrus cylinder, Das ist der Zylinder von Kyros. and this is in the British Museum. Das ist im Britischen Museum. And this shows about how Cyrus defeated Nabonidus and his capture of Babylon. Das zeigt, wie Kyros besiegt wurde, wie er Babylon besiegt hat. And these are the words translated. Das sind die Worte übersetzt. I returned to these sacred cities on the other side of the Tigris, sanctuaries of which have been in ruins for a long time, the images which used to live therein and established for them permanent sanctuaries. I also gathered all their former inhabitants and returned to them their habitations. Ich kehrte zurück zu den heiligen Städten auf der anderen Seite des Tigris, zu den Heiligtümern, die lange in Ruinen lagen, zu den Bildnissen, die darin gelebt hatten, und baute ihnen ständige Heiligtümer. Ich habe auch all die früheren Bewohner versammelt und sie an ihre Wohnorte zurückgebracht. So it shows how he captured and sent the Jewish people home. Es zeigt wie er die Stadt eingenommen hat und die jüdischen Leute nach Hause geschickt hat.